Heute wirklich ein Thema, das ihr euch angucken müsst. Wir haben einen Carthago, der wurde von einem Händler umgebaut, der nun wirklich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann, ein bisschen geknaubt hat, so kann man es sagen, unsachgemäß eingebaut hat. Und das wollen wir euch heute mal zeigen. Ein Gutachter war da, nicht irgendjemand, sondern die Firma Happel war da. Eigentlich so einer der größten Gutachter im Bereich Wohnmobile. Du hast das Auto auf den Hof bekommen, lieber Andreas, mal rein, hast gesagt, das Auto darf nicht mehr fahren, hast alle Batterien abgeklemmt. Und das ist das Auto, wir können es gerade mal zeigen. Wenn du es gerade nochmal das Startbild machst, ja, das allererste Bild, das ist ein Carthago voll integriertes Modell. Was ist das für einer? Das sind 5.9 XL LE. Hast du den verkauft? Nee, den haben wir nicht verkauft. Der Kunde hat den irgendwo bei einem anderen Händler gekauft, weit weg von hier. Und er kam dann zu uns, weil das Auto dann ein paar Monate hatte, weil am ersten Starkregen dann Wasser ins Fahrzeug reingelaufen ist. Nochmal, nach einem Starkregen ist Wasser ins Fahrzeug. Kannst du mir die Stellen mal gerade zeigen, wo das Wasser zu sehen ist? Also weil nämlich, es gibt Seiten, es gibt YouTube-Kanäle, die sagen, Carthago, alles so schlecht, Wassereinbruch und so weiter, was kann da passieren? Und hier sieht man sehr schön eigentlich, hier fängt es schon an, da ist der Wassereintritt. Warum ist da Wasser reingelaufen? Genau, da ist Wasser eingelaufen, weil oben auf dem Dach die Kabeldurchführungen halt die falschen gewesen sind. Da sind einfach Metallplatten genommen worden, die kann man jetzt hier gleich mal gucken, die hat der Gutachter auch festgehalten. Hier sieht man also überall die Wasserkränze, die im Fahrzeug dann sind. Wie schlimm. Preis von dem Auto? Der Kunde hat das Auto gekauft für 179.000 Euro, hat er uns erzählt. Warte, ich komme jetzt gleich nochmal, gehe ganz schnell zu den... Also bleibt dran, es bleibt spannend. Ja. Das ist übrigens der verschmorte Laderegler, den kommen wir später drauf. Und jetzt hast du hier, wir können mal gerade gucken, da sieht man sehr schön die Metallplatten gleich, wo das montiert. Es ist so viel zu sehen, es lohnt sich dran zu bleiben. Also hier hat der Händler einmal komplett, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dass du nicht so unter Druck bist, Maria wollte ich gerade sagen, Andreas. Und da sind die Platten. Mach die mal ein bisschen größer. Ganz genau. Also da wurden einfach nur Metallplatten aufs Dach geklebt und auch dann die Durchführung, wo das Kabel halt durchging, wurden dann einfach nur mit Sicker oder so zugeklebt. Und da ist dann beim ersten Starkregen ist dann Wasser ins Fahrzeug reingekommen und hat dann den Mikrofaser-Innenbelag an der Decke, wie auch zum Teil an den Wänden, halt dann auch mit unsauberen Wasserspuren hinterlassen. Dafür ist der Kunde zu uns gekommen. Darf ich mal fragen, diese Metallplatten, waren die jemals dafür gedacht, um solche Kabeldurchführungen zu machen? Also ich behaupte mal, nein. Nein. Zeig mal bitte, was habt ihr gemacht? Kann man sehen, also was wäre jetzt üblicher... Hier, zeig mal gerade, noch mal eins hoch. Ja, genau. Genau, das sind die Platten. Das sind die Platten. Man sieht auch hier, dass da die Wasserlaufspur, wo das Wasser da wirklich da durchgekommen ist, da ist auch gar nicht richtig verklebt worden. Da war also formschlüssig gar kein Kleber unter den Platten. Und die waren zusätzlich noch verschraubt. Da ist jetzt nicht so viel gegen zu sagen, aber die Kür ist halt eigentlich, dass man so etwas nur noch klebt heutzutage. Oft hörst du aus Spanien solche fahrendes Volk, das bietet Solarplatten an auf dem Campingplatz zum Einbau. Okay. Da höre ich solche Geschichten. Ist das in Spanien auf dem Campingplatz eingebaut worden? Nee, das ist tatsächlich bei einem Händler eingebaut worden, einem großen Händler. In Deutschland? In Deutschland, ja, ganz genau. Und wenn man das sich halt jetzt anschaut, wenn man hier auf dem Dach schaut, hier sind jetzt unsere Kabeldurchführungen, die haben wir also dann schon erneuert. Als der Gutachter kam, waren diese Platten halt... Man macht die mal ein bisschen größer, dass man mal sieht. Die kenne ich nämlich von Karatec, die liefert er mit diesen LTE-Antennen-Routern. Da sind solche Kabeldurchführungen drin. Die sind speziell gefertigt, dass der Regen erst gar nicht reinkommt. Ganz genau. Also wir mussten diese Ausschnitte, die da gemacht worden sind, die mussten wir tatsächlich mit einer neuen Platte komplett neu verkleben und haben dann neue Kabeldurchführungen gemacht. Die sind von Karatec, genau. Das hast du sehr gut erkannt. Und die sind eben dafür gemacht, ja. Da ist gewährleistet, dass eben kein Wasser reinkommt. Wenn man aber dann auch die Kabelführung von den Solaranlagen zum Beispiel sieht, ja, die sind jetzt hier einfach nur die Kabel in eine Ummantelung eingefasst worden, in einen Kabelkanal eingefasst worden, also noch nicht mal ein richtiger Kanal, sondern diese flexiblen halt, und sind dann mit Bauschellen einfach im Dach reingebohrt worden. Nochmal, der hat nochmal gebohrt für die Schellen. Ganz genau, und die sind auch einfach nur liegen da drauf. Das Kabel konnte man so mit den Händen hochnehmen, also wenn der Wind gegangen ist oder während der Fahrt, hat dieses Kabel sogar Flattergeräusche gemacht. Und das Antennenkabel, weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt noch ein Bild zu haben, das Antennenkabel liegt einfach unter
unter den Solarplatten entlang gelegt. Das war überhaupt gar nicht irgendwie geführt. Also was wurde denn hier gemacht? Hier wurde Solar nachgerüstet. Also ich kenne das nur so, dass man die Kabeldurchführungen unter die Solarplatten legt. Das ist nämlich, also bei den Händlern, die mir was eingebaut haben, die haben die Kabeldurchführung erst gemacht und haben dann die Solarplatten über die Kabeldurchführung drüber gemacht. Das war also hier so. Grundsätzlich hält das jetzt auch. Das heißt, die haben eine SAT-Antenne und Solar drauf gemacht. Und Solar drauf gemacht, ja, ganz genau. Und haben dann, mal gucken, hier gibt es gleich noch ein Bild, wie zum Beispiel das SAT-Kabel dann in das Fahrzeuginnere gebracht wird. Ja, hier sieht man jetzt quasi das Gegenstück davon in der Innenseite. Da wurde einfach so eine Aufputzdose aus dem Baubereich genommen. Man sieht auch, hier ist einfach wie wild dann durchgebohrt worden. Man sieht auch die Wasserränder hier überall und auch die Solarplatten, die waren quasi kurz geschlossen, also die waren nicht ordnungsgemäß angeklemmt und dadurch hat eben dieser Solarregler eine absolute Überspannung bekommen und ist dann, ich sag mal, hat so eine Hitzeentwicklung gehabt, dass das Aluminiumgehäuse von dem Solarregler sogar geschmolzen ist. Da kann man wirklich von Glück reden, dass da so ein hochwertiger Regler drin war. Das ist das Positive an der ganzen Geschichte. Geh mal weiter, ein bisschen weiter runter, bitte. Sei mal so lieb. Das sind überall Wasserränder. Überall, ja. Überall, im ganzen Auto. Schaden rund 5.000 € bis jetzt. Zum Glück hat der noch keinen Schimmel entwickelt damals. Das ist ja relativ kurzfristig dann aufgefallen. Wie gesagt, der kam mit der Feuchtigkeit hierher. Und mir war aufgefallen, als ich durch die Halle gelaufen bin, jetzt hier gleich kommt nochmal ein sehr interessantes Bild hier mit dem Kamin. Das ist der Kamin vom Backofen. Nochmal, das ist der Kamin vom Backofen? Das ist der Kamin vom Backofen. Das Auto hat einen verbauten Tech-Tower drin. Und hier sieht man übrigens auch, wie das Kabel von der Antenne, wie das hier einfach, das liegt einfach auf dem Dach, ist nirgendwo geführt und läuft genau so, also einfach wie unter die Solarplatte durchgeschmissen und läuft hier unter der Solarplatte und kommt hier gleich auf der Seite raus, wo der Kamin jetzt ist. Und da haben wir dann genau diese Dachdurchführung für das Antennenkabel. Das heißt, hier an dem Backofen, Kamin entstehen ja extreme Hitzen. Ja? So ein Backofen, der hat ja mal schnell 250, 300 Grad und die Gase, die da rausgehen, sind auch dementsprechend heiß. Nochmal, die haben den Kamin angebohrt. Genau. Und das Kabel kommt dann auf der anderen Seite, kommt es halt raus. Ja, hier sieht man es nochmal fein, auch wie, wenn man sieht, wie das eingesetzt ist, hier auch über Kanten dann versucht abgedichtet zu werden. Also auch da ist... Das kann nicht dicht sein. Das kann nicht dicht sein. Das ist einfach unmöglich, dass es dicht wird. Da kommen wir gleich zu. Die Batterien, das ist nochmal ein eigenes Fall. Genau, das ist nochmal ein eigener Fall. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne mal schnell das Antennenkabel zeigen, wo es dann reinkommt. Das ist der Solarregler. Ja. Er bleibt dran. Es ist so geil. Ich habe gedacht, sowas müssen wir filmen. Ja, achte, genau. Man hat dann um das Kabel von der SAT-Anlage, was ja oben am Backofen, also hier auf der Seite vom Auto noch reingeführt wird ja dann hinter dem Panel gelegt und hier kann dann der Receiver bzw. das Steuergerät von der SAT-Anlage hin. Hat man dieses Brett halt dementsprechend demontiert. Das ist immer das, was ich sage. Du kannst bei einem Karthago nicht einfach irgendwelche Bretter abmontieren. Du musst wissen, in welcher Reihenfolge du vorgehst. Das war dann in der Nut gebrochen und kann gar nicht mehr ordentlich befestigt werden. Also kannst du jetzt so mit dem Finger kannst du das abnehmen. Und die haben es abgebrochen, um es irgendwie runterzukriegen. Ganz genau. Um die Leiste hier unten wegzukriegen, haben die es regelrecht aus der Nut herausgebrochen, weil sie nicht wussten, wie es demontiert wird. Man sieht auch, dass das Auto gut ausgestattet ist, ne? Mit Spannungswandler, Hubstützenanlage, all so ein Zeugs ist da drin. Und hier kommt das Kabel jetzt, oben am Backofen kommt es rein und wird in den Abwärmeschlauch vom Backofen, liegt einfach das Antennenkabel mit drin. Nochmal, in dem Abwärmeschlauch vom Backofen? Genau, da liegt das Antennenkabel. Sag mal, was haben die geraucht an dem Tag? Ich habe keine Ahnung, was sie da geraucht haben. Ist auf jeden Fall schon echt grob fahrlässig. Und dann geht das Kabel eben rüber. Genau, jetzt sind wir auf der, wenn sich einer auskennt, Eingangstüre reinkommt. Die haben nochmal die Ummantelung aufgeschnitten. Genau. Und das Kabel da reingelegt. Da liegt das Kabel. Du siehst, da kommt es raus, das Kabel. Ja. Hier steht auch, was der Gutachter da unten drunter... Warte, ich lese mal. Kabel teilweise unfachmännig verlegt und Hitzeschutz eingerissen. Genau, da hat man einfach dann halt dieses Rohr dazu benutzt, das Kabel dann irgendwie zu führen. Und jetzt kommen wir auf die rechte Seite, das heißt, du kommst ja hier durch die Eingangstüre, kommst da rein, der Backofen ist auf der linken Seite, das Kabel geht dann hier oben hinter dem Panel, geht's weiter und wurde dann hier einfach durchgeführt, am alte Warmwasser-Ausgleichsbehälter kam es dann raus, das ist Weiße, ist der Antennenkabel, man sieht, da gibt es aber gleich noch bessere Aufnahmen, da wurde einfach die Isolierung, die wurde beigeflickt, hier liegen Kabel drin, ich guck mal, das nächste Bild ist, glaube ich. Wie lange ist das her, der Fall? Ist da Jahre her? Das war letzte Woche, war das. Letzte Woche? Letzte Woche ist das gewesen. Hier sieht man, wie einfach die Kabel abgepitcht worden sind, die sind nicht vernünftig isoliert worden. Hier das Antennenkabel ist beigeschustert worden, hier zum Steuergerät hin verlegt worden.
Also das ist schon echt eine ganz hohe Handwerkskunst, die wir hier sehen. Du bist Kfz-Meister. Ihr habt damals Elektrik gelernt. Du weißt, was bei 12 Volt hohen Strömen, ich meine 230 Volt, da können ganz andere Sachen passieren, aber bei 12 Volt, da fängt es immer schnell an zu kokeln. Ja, das ist tatsächlich so, weil wir haben ja hier schon relativ hohe Ströme anliegen, ne? Und von daher muss man da schon ein bisschen aufpassen und wissen, was man tut. Wenn wir jetzt gleich mal, ich gehe jetzt mal zu den Bildern rüber, die von der von der Batterienverlegung da drin sind. In dem Auto sind auch 2 Lithium-Batterien dann nachgerüstet worden, die sind hier. Oh ja, das ist herrlich. Bleib dran. Genau, die Batterien gar nicht so schlecht, also die haben zumindest mal ein CE-Zeichen. Die haben zumindest schon mal ein CE-Zeichen, das ist schon mal gut. Da gibt es ja auch viele, ich sag mal, Internetgeschichten, wo die Dinger dann aus China kommen, haben eben kein CE-Zeichen. Das ist auch das, was eben eine gute qualitative Batterie ausmacht, dass sie eben dieses Prüfverfahren hat. Geh mal weiter, weil das wird immer herrlicher. Immer so über sich hat ergehen lassen, ja. Und hier sieht man jetzt eine Großaufnahme. Man muss bedenken, da schläft der Mensch drauf, ja. Beim C-Line 5.9 XL sind die Batterien hinten rechts unter dem Bett am Fußraum quasi verbaut. Im doppelten Boden liegen die drin. Und man sieht also hier, genau so hat man es angetroffen. Man sieht ja also noch die alten verbrannten Regler, der hier sitzt, sieht man noch da drin. Den gucken wir uns gleich mal an. Die Kabel laufen wild über die Batterien hinweg. Und das Geile ist, normalerweise, wenn ich jetzt Verbraucher zusätzliche Einbauten im Auto einbaue, dann die Batterien sind ja parallel geschaltet, gehe ich bei der einen Batterie auf den Pluspol drauf und auf der anderen Batterie an den Minuspol drauf. Somit ist gewährleistet, dass wenn ich jetzt Verbraucher im Fahrzeug betätige, dass die Energie aus beiden Batterien gleichzeitig entnommen wird. Hier ist man hingegangen und hat die einen Verbraucher nur auf die Batterie gelegt, dann wiederum andere völlig willkürlich, hat man dann wieder auf die andere Batterie draufgelegt. Und so ist natürlich das Batterielevel ist überhaupt gar nicht gewährleistet, weil die Batterien sich unterschiedlich eben entladen. Also das kleine Stückchen, was er dachte, das langt zum Potenzialausgleich, das ist nicht geeignet, um Verbraucher, die kannst du nicht nur an eine Batterie anklemmen. Bitte, wenn du mal gerade das bisschen mehr in meine Richtung stellst, das Handy, ein kleines bisschen mehr. Ja, genau, so ist super. Dann sieht man das ganze Gewirrwarr. Ich weiß noch früher, als ich 12 war, da hatte ich mal eine Stereoanlage. Die habe ich selber verkabelt. Das sah so ungefähr aus. Ja klar, dahinter... Das ist schon anders gemacht. Ja, weiß ich ja, aber ich musste die alle 3 Monate neu verkabeln. Oder mein erster PC, die Kabel dahinter. Aber hier, das hat ja ein Fachbetrieb gemacht. Ja. Was ist da passiert? Welchen Dropout hatten die an dem Tag? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte eben, glaube ich, angefangen zu erzählen. Mir war aufgefallen, als dieses Auto bei uns im Service gestanden hat, dass es im Service permanent jetzt nach einem Kabelbrand gerochen hat. Ja? Und dann bin ich sag mal, mit der Nase quasi dem Geruch hinterhergegangen. Und dann hat man dann wirklich ganz schnell unter dem Bett diesen verschmorten Batterieregler, hier sieht man noch die Einbauposition von dem Regler, hat man dann sehr schnell gefunden. Und da kam diese Geruchsentwicklung her. Und was ist das denn? Ein Büttner? Das ist der Büttner Solarregler, ganz genau. Davon hat das Auto 2 Stück an Bord. Und wie gesagt, das ist ein Metallgehäuse, das ist aus Aluminium gefertigt, oder so ein Spritzguss. Das ist schon echt ein hochwertiger Laderegler, wenn das nicht so ein hochwertiger Regler gewesen wäre. Ich bin mir sicher, wenn das ein Kunststoffgehäuse gehabt hätte, das Ding wäre einfach in Flammen aufgegangen. Ja? Geh mal weiter, da gibt es noch mehr Bilder. Ja, ganz genau. Also, ist der eingedrückt? Der ist, ja, genau. Der ist wirklich komplett, der war also kurz davor, sich quasi in alle Bestandteile aufzulösen. Das ist dem geschuldet, dass eben die Solaranlage oben einfach überbrückt gewesen ist, also kurz geschlossen gewesen ist. Ob man da nicht wusste, es besser anzuklemmen oder ob man da irgendwas anders im Kopf hatte, ich kann den Reparaturweg oder Nachrüstweg, den kann ich hier wirklich nicht nachvollziehen. Wir haben dann, als das Auto bei uns im Service war, erstmal alle Batterien rausgeholt, damit das Auto stromlos war, weil wenn so ein Auto ja jetzt in Brand aufgeht und bei uns im Service steht, ist ja auch für uns eine Gefahr da. Da brennt mir nachher der ganze Betrieb halt eben ab und dann haben wir den Kunden angerufen und gesagt, die Undichtigkeiten am Fahrzeug, die haben wir jetzt beseitigt, aber wir würden uns gerne noch ein paar Dinge... soll mal vorbeikommen. Soll mal bitte vorbeikommen, wir würden uns gerne ein paar Dinge gemeinsam anschauen und der hatte da offensichtlich kein Auge dafür. Ne? Also es scheint wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kunde sowas normalerweise akzeptieren würde, wenn er sowas sehen würde. Also die Schmerzgrenze ist schon bei manchen Leuten extremst hoch. Bei manchen, muss man auch fairerweise dazu sagen, ist er extremst niedrig. Aber das hier, das kann es nicht bringen. Kann ja sein, der Händler war nett und der Junge, gut, er hat das jetzt mal probiert. Irgendwie funktioniert es ja auch. Aber bitte mach mal weiter. Also das ist das letzte Bild. Nein, aber nicht. Da gibt es ja noch ein bisschen. Da ist noch ein bisschen. Das ist der eine Regler. Also der hat ja 2 Regler drin. Und hier sieht man da
Da ist also jetzt nichts passiert. So sieht er also im Normalzustand aus. Hier haben wir nochmal dieses Brett, wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben, wo das Kabel von der Ich könnte das den ganzen Tag gucken, die Bilder. Sattanlage dann dementsprechend verlegt worden ist. Dann hat man das Brett gar nicht mehr ordentlich montieren können, weil es auch eben dementsprechend beschädigt gewesen ist. Also zeig doch mal diese Bohrungen. Da waren so Bohrungen eben da. Ja. Was ist das denn hier? Ja, das ist hier nochmal das Kabel, was in dem Wärmeleitschlauch vom Backofen halt mit eingelegt worden ist. Das war das Bild von eben. Das war das Bild von eben. Genau, warte mal, wir haben noch ein Bild, da sieht man, wie man einfach in den Möbelbau reingebohrt hat. Das meinte ich. Mal, ist es das hier? Nee, warte. Hier sind wir außen. Also ich gucke mal, ob ich das auf die Schnelle finde. Das hatten wir eben gehabt. Warte, ich mache mal klar, kleiner. Da hat man auch den Möbelbau einfach durchgebohrt, noch nicht mal irgendwie, jetzt hat man da eine schöne Tülle oder was drüber gesetzt hätte, damit man das wenigstens kaschiert oder so. Nee, das hat man dann einfach so gelassen. Einfach mal einen Holzbohrer genommen. Ja, so ungefähr. Also war ein ehrlicher Handwerker. Also der hat noch nicht mal versucht, wahrscheinlich hat er selbst gar nicht gesehen, was er da anrichtet. Ich glaube, das Bild muss dann noch kommen. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, weil irgendwo kommt das Kennzeichen vom Auto. Das wollen wir nicht. Nee, dann ist es ganz unten. Guck mal, gerade ganz unten. Die Leute müssen das sehen, weil das ist, ich kenne auch damals vom Eduard Zimmermann, Vorsicht Falle. Das ist, gut, jetzt hier kein Trick. Die haben es einfach nicht besser gekonnt an dem Tag. Offensichtlich nicht, nein. Offensichtlich, also man hat ja auch, wie gesagt, man hat das ja wirklich so als... Geh mal gerade ganz nach unten, Andreas. Ganz nach unten. Geh mal ganz nach unten. Du kannst auch rechts mit dem Regler, dann geht er ganz nach unten. Das Bild habe ich auf jeden Fall auf meinem Handy, das weiß ich sicher. Das musst du gleich nochmal zeigen, weil die sind wirklich rein mit dem Bohrer und haben so ein 200.000 Euro Auto, haben die mal eben angebohrt. Warte, ich gehe mal gerade ganz runter. Ja, auch dann in den Hauptmöbelkorpus rein. Das ist eben halt der Hit dabei. Genau, hier ist das Bild auf meinem Handy. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Hier hast du wieder das Steuergerät, da liegt dieser Kabelwirrwarr. Und da, wo das Kabel ist, ich ziehe es mal richtig groß, wo das Kabel dann da rauskommt, hier, das ist der Deckel vom Ausgleichsgefäß von der Aldeheizung. Und da hat man einfach hier ein Loch da reingebohrt, also auch dieses abgefranste Zeugs. Da hat man keinen Hat der versucht, das Kabel nochmal mit so einer Alu, damit es nicht ankokelt, hat das dann eingewickelt, genau, als praktisch wie beim Space Shuttle beim Wiedereintritt. Ja, ganz genau. Und du siehst auch, dieses Loch ist ja absolut überst dimensioniert, für da so ein Kabel durchzubringen. Also da gibt es ganz andere Wege, wo man das Kabel durchbringt, aber er hat den Weg eben nicht gekannt. Das ist eben, wenn man, ich sag mal, an so einem Reisemobil arbeitet, wo man sich nicht auskennt, dann sollte man es eigentlich besser lassen. War der Elektriker deiner Meinung nach der Mann? Ganz sicher nicht. Die dicken Stromkabel, die auf den Batterien drauf sind, also am Pluspol beispielsweise, da gibt es ja diese Klemmen, die dann auf den Pol draufgeklemmt werden, wo dann das dicke Kabel eingebracht wird und mit einer speziellen, haben wir eine spezielle Zange für, zusammengequetscht wird, damit das halt eben dann dementsprechend hält. Die waren gar nicht fest, die konnte man so rausziehen, die Kabel. Also da waren diese Quetschverbindungen, die waren auch gar nicht, belastbar. Warum machen wir das Video? Du bist ja jetzt der größte Karthago-Händler Europas. Wir haben zurzeit irgendwelche Videos im Internet, wo Leute sagen, hier guck mal, das ist scheiße, das ist scheiße. Und ihr habt an einem von solchen Videos festgestellt, dass ganz viele Sachen in dem Fahrzeug nicht mehr original waren, teilweise gar nicht mehr an den Originalstellen. Und da muss man sagen, da kann bei jedem Unfachmännischen Auseinanderbauen von so einem Karthago können schon Fehler entstehen. Ja, das ist so. Ich kenne die Leute nicht, ich kenne auch das Auto nicht. Das Auto ist nicht von uns verkauft worden. Aber wenn ich mir das Video anschaue oder diese Videos anschaue, ich habe mir die zweimal angeschaut und man schaut sie sich mit Sachverstand an, da ist dann eben nicht alles mehr so ganz klar. Ne? Wie zum Beispiel ein Auspuffgummi, wenn der reißt, also habe ich jetzt bei einem 19er Auto so noch nicht gehabt, dann rutscht das Auspuffrohr maximal nach unten, aber es verbiegt sich nicht von hinten nach vorne. Ja, und wenn ich dann auf Standbild schalte und schaue mir den Unterboden genau an, dann sieht man auch, dass da mit dem Auto aufgesetzt worden ist. Also muss irgendetwas mechanisch auf dieses Auspuffrohr gewirkt haben, damit eben dieser Auspuffgummi reißt und auch dieses Rohr sich verbiegt. Ja? Oder eine Batterie sitzt bei so einem Auto im Regelfall eben in einem speziellen Batteriekasten, der eben auch beheizt ist. Selbst wenn der jetzt undicht gewesen wäre, ohne Fremdverschulden, sage ich jetzt mal, den kann man aber mit einer Leichtigkeit abdichten. Und das ist jetzt kein bekanntes Problem. Deswegen
glaube ich, das ist eine Ausnahme. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt undicht ist, vielleicht auch aufgesetzt, aber lassen wir jetzt mal weg, der wäre einfach undicht gewesen. Ist für mich noch lange kein Grund, die Batterie da wegzuholen und die dann unter einen Beifahrersitz zu bauen. Da gehört für mich die Batterie in so einem Auto einfach nicht hin. Und wenn ich dann den Beifahrersitz eben ausbaue, muss ich eben darauf auch achten, dass eben beispielsweise Kabel vom Gurtstraffer auch wieder so verlegt sind, wie der Hersteller das mal gemacht hat. Die werden, logischerweise, der Sitz ist ja in der Länge verstellbar und da muss der Kabel, der in der Sitzerkennung drin ist, der muss auch einen gewissen Weg mitgehen. Und wenn ich das eben nicht weiß, wie weit der Weg ist und in welcher Stellung ich diesen Weg auch messe, dann ist das Kabel falsch eingebaut und wenn ich dann den Sitz nach vorne und nach hinten fahre, dann reißt das Kabel oder es scheuert halt durch, weil es irgendwo zwischen liegt. Und so summieren sich halt dann einfach so Dinge auf, wo ich einfach der Meinung bin, ja, sehr unterhaltsam das Video, aber eben von der Berichterstattung sehr, sehr einseitig. Wie gesagt, ich habe mit dem Auto nichts zu tun, aber ich bin Carthago und Malibu Exklusivhändler und dann will ich das einfach so nicht. Leute haben unter das Video geschrieben, der Andreas Marein hier mit dem Herzog, die machen auch immer so Werbung, wie toll diese Autos sind. Ich kaufe mir jetzt keinen Carthago mehr. Ich meine, die bauen über 5000 Autos. Das ist natürlich extrem abhängig, wie wir jetzt gerade eben gesehen haben. Wenn so ein Händler so ein Auto in die Hand kriegt, verbastelt das mal ordentlich. Ja. Was schnell passiert ist, wenn da nämlich eine Fachkraft kommt, die keine Fachkraft ist, mein Gott, der hat vielleicht Druck gehabt, pandemiebedingt, nicht genug Leute in der Werkstatt, hat da mal einen rangelassen. Ich kann das schon. Ich habe bei mir beim Moped auch früher den Anlasser repariert. Ja, das langt nicht. Ja, nee, das langt beim besten Willen nicht. Ja. Also so ein Carthago oder generell so ein Reisemobil ist schon eine sehr komplexe Geschichte. Ne? Das ist eine fahrende Eigentumswohnung im ständigen Erdbebengebiet. Und jetzt ist auch jedes Fahrzeug hat so seine Eigenarten, ja, wo man halt einfach wissen muss, ja, wie hängen die Sachen miteinander zusammen. Und ich kann da nicht wie wild drauf losschrauben. Das ist einfach so. Ja, Andreas, vielen, vielen Dank erstmal. Also es geht darum, viele Leute haben deinen Namen drunter geschrieben. Im Positiven. Was ich gelesen habe, es gibt auch Leute, die haben mit uns ein Problem, das gibt es immer, du kannst es nicht allen Menschen recht machen auf der Welt, auch wir haben hier unser Lehrgeld bezahlt, das ist so, aber wir haben wenigstens daraus gelernt und deswegen kann ich nur den, ich sag mal, Konsumenten, der sich mit einem Reisemobil beschäftigt und sich ein neues Reisemobil kaufen möchte oder schon eins hat, nur, ich sag mal, davor warnen, das Fahrzeug jetzt irgendwo an mobilen Reparaturservicen und was es alles heutzutage gibt, jetzt durch diese Corona-Geschichte, ist natürlich auch der Service, auch bei uns, extremst belastet. So schnell kannst du im Service gar nicht wachsen, wie du wachsen müsstest. Es geht gar nicht, weil es die Leute eigentlich in der Masse gar nicht gibt. Ja, das ist natürlich dann auch wieder Spielraum für, ich sage jetzt mal so, die schwarzen Schafe, die jetzt in die Branche reingekommen sind. Ja, sagt Andreas Marein, heute ist der 12. April 2024, Kfz-Meister und ich betone das deswegen so, weil viele dann sagen, ach, der Marein, der redet immer so viel. Nee, du hast tatsächlich einen Kfz-Meister gemacht, du bist Kfz-Mechaniker erst gewesen. Damals war auch Elektrik alles inkludiert, wie heute die Mechatroniker das haben. Deswegen kann man mit Fug und Recht behaupten, du darfst Azubis ausbilden, kannst ihnen zeigen, was ist eine Krimmzange, mit welchem Drehmoment müssen Schrauben angezogen werden. Also die Leute, du kennst das, du baust einen Motor auseinander und auf einmal sind 7 Schrauben übrig beim Zusammenbauen. Nicht gut. Nee, das ist ein bisschen schwierig. Also ich habe früher meine Lehre beim Mercedes-Benz gemacht, beim Unimog und M-Betrag und wenn du bei so einem OM366 dann ein paar Schrauben über gehabt hast, wenn du den Borgmann-Ring gewechselt hast, dann fehlt dann irgendwo am Pleuel welche. Ne? Das ist dann nicht so prickelnd. Also bitte, egal zu welchem Händler ihr geht, es gibt sehr gute Carthago-Händler, aber wie kann man sich denn davor schützen? Weil der Kunde war ja jetzt bei einem Fachhändler. Ich meine, wenn du keine Ahnung hast, musst du ja davon ausgehen, also ich meine, hier sieht man ja offensichtlich, die Batterie sieht aus wie eine geplatzte Matratze. Sollte man da schnellstens handeln, wenn man sowas sieht? Ja, also der Kunde, der ist jetzt wirklich total glücklich. Die Sachen haben wir dann repariert im Umfang des Gutachtens und jetzt weiß ich jetzt nicht, was er mit dem Gutachten macht. Wir haben also noch ein Beweissicherungsgutachten in Auftrag gegeben, vielmehr der Kunde. Und wir sagen jetzt mal bewusst nicht den Namen des Händlers. Nee, auf gar keinen Fall. Das macht man ja nicht an der Stelle. Ich finde nur, es ist schon wichtig zu sagen, dass nicht alles so... War das ein Hinterhofhändler, oder? Nee, eigentlich nicht. Das ist eigentlich ein Händler, den ich ganz anders wahrnehme im Markt. Also ich bin selbst überrascht. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, weil ich weiß, dass er eigentlich nicht ein Standing hat, wo man sagt, ach ja, der. Also es ist eigentlich nicht so. Vielen Dank, Andreas. Aldenhoven im April 2024. Nicht alles Gold, was glänzt. Tschüss. Ciao. Tschüss.